Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, bei unserem neuen YouTube-Video. Heute haben wir hier was wirklich absolut Besonderes. Und zwar ist das deshalb besonders, 3.5 Cabrios sind ja an sich schon absolut selten. Aber ein deutsches Auto mit original 71.000 Kilometern, größtenteils im ersten Lack und komplett im ersten Leder und in einem Pflegezustand original, wie ich das noch nicht gesehen habe, das ist sensationell. Und das Interessante dabei ist, ich kenne den Wagen seit 36 Jahren und kann das belegen. Der ist in der Familie gewesen seit 1977. Der hat mir damals mal seine Sammlung gezeigt. Da war ich gerade ganz frisch ins Geschäft gekommen. Da sehe ich den Wagen. Ich denke, boah, ist das ein Auto, verkaufen Sie. Sagt, der geht nie weg. Jetzt sind wir über 2 Ecken über seine Familie an den Wagen rangekommen und sind absolut stolz, dass wir euch sowas Tolles präsentieren können. Weil ein 3,5 Liter im Originalzustand, und den haben wir jetzt noch nicht aufgearbeitet, haben wir gerade bekommen. Ich habe mir gedacht, bei dem tollen Wetter fahren wir gleich los. Wenn er noch aufpoliert ist und alles gemacht ist, ist das Auto in einem Zustand, also ich habe noch keinen besseren gesehen. So, fahren wir mal los. Was er alles kann und was er alles tut und macht, und das erzähle ich euch gleich beim Fahren. Also, auf geht's. Ja, bei schönstem Wetter, also liebe Freunde, dieser Mercedes hier, das ist, was ein 3,5 Liter angeht, das Beste, was ich bisher hatte. Und das will was heißen, ich habe von diesen Autos bestimmt 30, 40 Stück verkauft. Aber die Qualität, das müsst ihr euch mal das Armaturenbrett angucken. Das Auto ist wohlgemerkt nicht restauriert, der Wagen ist vollkommen original. Also das finde ich absolut sensationell. Der hat jetzt auf dem Tacho 71.782 Kilometer. Ist im zweiten Besitz, in einer Familie seit fast 50 Jahren im Besitz, hat das erste Holz, schaut mal hier, so hat das Daimler-Benz mal gebaut früher. Und da sind auch nirgendwo irgendwelche Kratzer drin oder irgendwas nicht in Ordnung. Hat dieses wunderschöne Zebrano-Holz. Das Einzige, wo man sich drüber markieren kann, der dieses Radio hier laut und leise, ist eigentlich der Güte des Fahrzeuges nicht angemessen vom Blaupunkt. Der gehört eigentlich im Bäcker Mexiko rein, aber das kann man sich ja kaufen. Und wie gesagt, ihr seht ab und zu noch so ein paar kleine Sachen. Wir haben den Wagen noch nicht im Service gehabt, noch nicht aufgearbeitet. Aber wir haben so ein tolles Frühlingswetter heute. Und da habe ich gesagt, das tue ich mir auch selber an, weil ein 3,5 Liter Cabrio, das war, als ich 10 Jahre war, der Wagen. Also der hat damals 38.000 Mark gekostet, war ein Haufen Geld. Und die haben von dem Auto nur 1230 Stück überhaupt gebaut, weltweit. Die meisten gingen dann davon in die USA, in Deutschland nur ganz wenige. Man erkennt auch, dass es ein deutsches Auto ist, der hat nämlich keine Klimaanlage hier. Und hat aber, das müsst ihr euch mal angucken, das sind die ersten Teppiche. Also sowas habe ich noch nie gesehen, in der Qualität auch hier. Da ist nirgends irgendwas kaputt. Das muss damit zusammenhängen, dass der mal aus einer großen Sammlung kam, wo er ewig drin war. Der ist den Wagen kaum befahren. Also ich habe mir immer so gewünscht, ein 3,5 Liter Cabrio, ein echtes, möchte ich mir immer mal wie neu kaufen können. Ich will jetzt nicht sagen, dass der neu ist, der ist ja hier über 50 Jahre alt, aber die Anmutung von dem Wagen und der gesamte Qualitätszustand, der ist wie neu. Ich habe noch nie einen originalen 3,5er in dem Zustand gehabt und ich habe schon einige tolle Originale weiterverkauft, aber in der Qualität nicht. Also das ist mal das eine. Schaut mal hier oben die Fensterrahmen oder hier, das ist ja alles neuwertig original. Guckt euch mal das Holz an hier. Ist ja unglaublich. Hier seht ihr, das ist ein bisschen angegangen. Das müssen wir halt noch sauber machen hier vorne. Wenn es unsere Jungs gemacht haben, glänzt das wie am ersten Tag. Und das Tolle bei dem Auto, das ist das nächste Ding, das ist diese irre Farbkombination. Die ist absolut selten. Das Auto ist original lackiert in der Farbe 904. Das ist dunkelblau. Heute gibt es einige dunkelblaue, aber die waren immer weiß ausgeliefert oder braun oder hatten irgendeine andere Farbe. Das Auto ist hier zu 80% im ersten Lack. Das haben wir nachgemessen. Hat das erste Leder in Weinrot. Der ist so zur Welt gekommen, wie er hier steht. Also ich sage euch, gehe mal so weit zu sagen, das ist ein Unikat. Ich glaube nicht, dass es einen zweiten 3,5er gibt mit dieser tollen Farbkombination in der Qualität. Ich glaube, das Auto ist sensationell. Ich denke auch, dass der schnell verkauft sein wird. Also wir haben eben gerade uns besorgt. Also wer das erkennt, das Auto, der muss sofort zupacken. Bekommt ihr nie wieder. Es gibt ja jede Menge restaurierte. Die Autos kosten ja heute bei Brabus 698.000 Euro. Muss man sich mal vorstellen.
Das sind 700.000, das ist auch ein Wink dahin. Wenn die dahin investieren, weiß man ja, was sowas hingeht. Aber so ein Auto von Brabus, das ist chemisch neu irgendwie, das ist nicht mehr das schöne Rosaleder wie hier. Dieses Original Daimler-Benz und im neuwertigen Zustand, das ist unser Auto hier. Kriegt ihr nie wieder angeboten, bin ich sicher. Ich war ganz verdattert, dass der mich angerufen hat vorgestern. Wir haben das sofort klar gemacht und sofort abgeholt, weil das hier gibt es nicht wieder. So, jetzt habe ich erstmal was erzählt. Ich bin echt begeistert von dem Wagen. Also 3,5 Liter in der Qualität kenne ich nicht, habe ich auch noch nie gesehen. Und der Wagen hat, die Kilometer sind tatsächlich echt. Also wenn man sich hier die Lederbrille anguckt hier vorne oder die Armaturen, man sieht, dass der Wagen immer nur in der Garage gestanden hat. Der war nie in der Sonne. Guckt euch mal dieses irre originale Holz an. Das ist ja neu. Und so gut hat Mercedes früher gearbeitet. Guck mal hier, wie das vorne, das ist oft bei restaurierten Autos verbogen oder sitzt nicht richtig. Original hat es so ausgesehen wie bei dem Auto. Und ich kann nur vermuten, dass der ab und zu mal im Sommer rausgefahren ist in diesen 50 Jahren und sonst immer in der Garage oder in der Sammlung war. Denn sonst ist so eine Qualität und so ein Zustand nach so langer Zeit gar nicht so. Ist unmöglich. Also das ist, also ich kann jetzt, nachdem ich hier die ersten Kilometer gefahren bin, das ist der beste 3.5er, den ich in meinem Leben hatte. Und nach mittlerweile 7.000 verkauften Autos kann ich euch sagen, das will was heißen. Das sage ich also nicht ohne weiteres zu jedem Wagen, sondern das Auto hier, also zu Recht. Übrigens, das Auto ist ja gebaut worden von 1969 bis 1971, also nur gut 2 Jahre lang. Danach war Schluss mit dem Wagen. Damals ist das für den amerikanischen Markt gebraucht worden und die haben ab 1969 den 280 SE erst durch den 8-Zylinder ersetzt. Also die Spitzenmotorisierung ist dieser hier. Das ist ein 3,5 Liter V8 gewesen mit 200 PS. Der verbraucht so 14 bis 18 Liter, läuft 205 Spitze. Also er hat auch ein tolles Drehmoment. Der geht auch richtig, was der zieht auch richtig. Na? Ja, guck mal hier, also da bewegt sich was. Ne? Der pfeift richtig los. Also ich meine, das ist eigentlich eine Konstruktion aus dem Jahr 1961, so mit angedeuteten Heckflossen hinten noch. Da gab es den erst seit 220 SE Coupé und Cabrio. Später hieß er dann 250 SE Cabrio, so um 1966. Es gab übrigens auch einen 300 SE mit der 6-Zylinder Alumaschine. Haben wir übrigens auch einen bei uns stehen. Ja, und das Spitzenmodell, und das ist der gesuchteste von allen, deshalb war der 280 SE 3,5 Liter, das ist dieser hier. Es gibt eben auch viele abgesägte Autos, müsst ihr gucken, weil die Coupés, die kosten um 100, 130. Eine Menge Leute haben dann einfach das Dach abgeschnitten und haben gesagt, ich habe ein Cabrio, aber die ganzen Originalversteifungselemente, die da dazugehören, die gibt es ja nicht mehr und die werden oft vergessen und dann geht das Ding so wie eine spabbelige Wurst, fährt so ein Wagen dann. Das ist ein echtes Cabrio und das erkennt ihr übrigens an der Fahrgestellnummer 027, das zeige ich euch gleich. Die Nummer mit 026 waren Coupés, die 27 waren Original-Cabrios. Ja, und wie er fährt, also ich glaube, also man sitzt fantastisch da drin, er hat sogar Kopfstützen, er hat hier diese, zum Sitzen hier, diese Mittelarmlehnen hier vorne, hat er dieses Lederteil, hat eine Mittelautomatik mit der Original-Schaltkulisse noch hier vorne und fahren tut er also wirklich fantastisch. Also man merkt auch, dass der nicht viel gelaufen hat. Der hat eine ganz straffe Karosserie, Auto ist ja nie auseinander gewesen, hat überwiegend den Erstakt, da gibt es eine kleine Stelle, da haben wir es auch gerade gesehen. Das stimmt tatsächlich. Und die Mini-Mängelchen, die er hat jetzt nach 50 Jahren, die könnt ihr entweder an 1, 2 Stellen mit dem Beulendoktor rausholen, ist überhaupt kein Problem. Ansonsten muss der nur mal richtig aufpoliert werden, der Chrom perfekt gemacht werden. Also ich habe nichts gesehen. Also meine ganzen Kollegen, die ja nur schon lange dabei sind und die stehen da fassungslos davor und haben gesagt, was hat der denn 50 Jahre mit dem Auto gemacht? Sowas gibt es eigentlich gar nicht. Und normalerweise, also wenn die Autos bei Brabus 698.000 kosten, dann müsste so ein neuwertiges Originalfahrzeug eine Million kosten. Kostet aber bei weitem nicht. Wir haben ein Classic Data Gutachten, da steht eine 4 davor. Aber so ein Auto kostet keine 500.000, aber der Qualität, also das ist wieder ein Auto, muss ich sagen, das ist wirklich ein absolutes Highlight für uns. Das macht mir eine Riesenfreude, weil das ist zu Kinderzeiten, als ich 10, 12 Jahre gewesen bin, war das mein Traumauto. Und die hast du ja kaum im Straßenverkehr in Deutschland gesehen. Da hat sich ja kaum jemand leisten können damals. Und dass ich mit an meinem Alter jetzt von 60 Jahren sowas nochmal im Originalzustand bewegen darf. Ich habe das vorhin noch gemerkt, als der zu uns gebracht wurde, wenn man da die Nase reinhält, der riecht ja noch original nach diesem Roseleder.
Das Auto riecht komplett nach Produktion. Also ich denke mal, hier ist nie geraucht worden, hier ist nie ein Hund drin gewesen. Es gibt hier keinerlei Kratzer am Leder, da ist nichts zerrissen oder zerbröselt. Also ich fasse das selber nicht. So ein Auto, einmalig schön. Jetzt fahren wir nochmal auf diese schöne Blumenwiese, weil das gibt ja Bilder in so einem Auto. Wann haben wir das nochmal wieder? Also wer weiß, ob ich in meinem Leben, ich sage mal, ich hoffe, das ja noch 20 Jahre zu machen, ob ich sowas nochmal wieder bekomme, habe ich sehr, sehr große Zweifel. Und ich weiß auch gar nicht, ich habe mein Auto aus Stuttgart verkauft vor über 30 Jahren, der war weiß-lederrot, der hatte 40.000 gelaufen, der war auch in der Qualität, aber das war es dann auch. Also ist der zweite top-originale 3.5er, dann noch ein deutsches Auto und alles dokumentiert, zweite Hand, davon vor allen Dingen eine Familie. Und ich kenne das Auto halt 36 Jahre, also ich weiß, dass das auch alles stimmt, was hier zu sehen ist. Nicht? Na, Lukas, wie gefällt dir? Ah, toller Wagen, was? Das sind Autos, ja? Wenn man das vergleicht, also wenn ich mir heute die Mercedes-Qualität angucke und wenn ich mir angucke, was Mercedes damals gebaut hat, also das ist ein, sagen wir mal, ein Leistungsbruch, den kann ich sehr schwer nachvollziehen. Kann ich wirklich sehr schwer nachvollziehen. Das hatte was. Da war man stolz auf so einen Wagen. Das war einfach einmalig. Man sieht, das ist handgearbeitet. Die haben sich da Mühe gegeben. Da waren alte Meister dabei. Heute ist das ja alles nur noch Fabrikation. Ich weiß nicht, wie viel Handarbeit die da haben. Dann dieses komische, matschige Handschuhleder gefällt mir auch nicht besonders. Das ist das alte Roseleder hier und wirklich fantastisch. Ja, also ein 3.5er, wer sich damit ein bisschen auskennt, der weiß natürlich, dass die Autos in gewisser Weise rostanfällig waren. Und wenn die da mal Rost hatten und sind dann in eine Werkstatt gekommen, dann war oft das Problem, dass dieser hintere Kotflügel hier ersetzt werden musste. Und deswegen ist der wichtigste Punkt beim 3,5 Liter Cabrio genau die Ecke hier vorne. Da müsst ihr gucken und schaut euch das mal an, wie da der neuwertige, originale Chrom immer noch sitzt. Schaut euch mal das an hier. So sieht ein Auto halt aus, wenn er im Erstlack ist, wenn er im Originalzustand ist. Das ist alles original, da ist nie irgendwas ausgesetzt worden, verbessert worden. Hier übrigens der dicke 300er Chrom, der war nicht serienmäßig. Aber das ist halt eben nicht irgendwie so ein Ersatzchrom, sondern das ist der originale 300er Chrom, der ist heute sehr, sehr teuer. Ihm hat es gefallen und was er auch hat, das waren die Fuchsfelgen, die gab es damals. Die mag nicht jeder. Es gibt ja noch die Raddeckel, die kann man sich dafür auch kaufen mit Stahlfelgen. Er hat es halt so. Aber so als Detail mal. Diese Persenning, die ist oft kaputt. Und auch diese hier ist aus dem tollen Roseleder. Schaut euch mal die Qualität von dieser originalen Persenning an. Die haben wir jetzt noch nicht gefettet, aber die ist original lackiert von damals. Auch hier, schaut euch mal hinten an, wie das Leder aussieht. Hier Rückbank, das können wir sauber machen hier vorne. Er hat aber keine Kratzer und Zerstörung. Guck dich mal das Leder an, was das für ein schweres Leder ist. Da kommt auch dieser tolle Geruch her. Gibt es heute so bei Mercedes nicht mehr. Also wenn ich mir die Qualität heute angucke und anschaue, was Mercedes heute baut, da sind Welten dazwischen. Schaut euch mal dieses Armaturenbrett an, beispielsweise nur. Also hier oben auch nirgendwo irgendwas kaputt oder zerschossen oder verkratzt. Das ist alles original neuwertig. Die Lederbrille hier, wie neu. Die Instrumente, wie am ersten Tag. Da ist überhaupt nichts ersetzt worden, erneuert, zerstört, verkratzt. Guck mal hier, das ist ja neuwertig und wir haben das Holz noch nicht sauber gemacht. Da ist so ein bisschen Schmutz der letzten 30 Jahre drauf. Ich kann euch sagen, das Holz bekommen wir hin wie neu. Das ist das originale Holz. Also ich habe noch nie einen 3.5er in dieser Qualität gehabt und das begeistert mich auch total, weil es gibt manchmal Sachen, die gibt es nur einmal und das ist hier so ein Auto. Schaut mal hier rein. Schaut euch mal das Armaturenbrett an, wie das da drin aussieht. Da ist das Handschuhfach, das ist ja neu, nicht? Das ist ja wirklich neu. Also wenn unsere Jungs dran waren und haben das richtig tipptopp gereinigt, dann haben wir hier wirklich einen Neuwagen. Und sowas ist wirklich, ja, ein Ausnahmeauto. Auch hier, schaut euch das mal an. So muss ein 3.5er aussehen. Überhaupt gar kein Spachtel da drauf. Hier, das sitzt. So ist so ein Wagen mal gebaut worden, mit so einem Spaltmaß hier. Ich habe schon so viele Autos gesehen, da könnt ihr einen kleinen Finger reinstecken. Hier vorne passt nichts mehr. Wenn die Autos mal auseinander waren, gibt es immer Schwierigkeiten. Also ich wüsste nicht, warum man den auseinandernehmen sollte. Es ist alles neu. Was ich ändern würde, er hat hier vorne die schönen Nebelleuchten gehabt. Die würde ich mir vielleicht draufbauen. Die hat er nicht. Er hat nur die US-Lampen. Die gab es ja beim 3.5er dann auch. Es gab aber auch die geraden Lampen für den 3.5er. Sieht auch ganz fein aus. Dann hier vorne der Chrom. Müssen wir aufpolieren.
Der ist aber nirgends zerschossen, kein Kratzer, gar nichts dran. Ich zeige euch mal die Maschine. Die hat ja innen so eine Matte. Das ist natürlich etwas, die hat sich hier in Luft aufgelöst. Die waren da geklebt von innen, damit er also leiser läuft, sag ich mal. Das ist so der einzige Nachteil. Da muss eine neue Matte rein. Das könnt ihr sehen, hier, die ist runtergefallen. Aber auch wenn man sich das hier anguckt, guck mal hier, Nummer 027 ist ein Original Cabrio. Und das ist eigentlich die Sensation, wenn man hierher guckt. Könnt ihr sehen, 904, das ist die Farbnummer. Der war original in dunkelblau. Auch da ist nur ein ganz bisschen kaputt hier vorne. Das ist alles original, die ganzen Stehwände rostfrei. Also das ist sensationell. Ein wirklich sensationelles Auto. Ich mache immer wieder zu. Ja, mehr kann man gar nicht sagen. Ich habe eigentlich alles gesagt. Hat nur 71.000 Kilometer gelaufen. Komplette Historie ist belegt. Ich kenne davon 36 Jahre von dem Wagen. Ja, was soll ich euch sagen? Ich kenne auch, also in dieser Familie kenne ich auch denjenigen, also den ich damals kennengelernt habe, der diese Sammlung hatte. Der hat es irgendwie an seinen Neffen dann weitergegeben, das Auto. Von dem haben wir ihn jetzt bekommen. Und als ich den Namen hörte, wusste ich sofort, welches Auto das ist. Und er ist immer noch so, wie er sich früher im Zustand gehalten hat. Ja, 3,5 Liter Cabriolet von Mercedes war das Top-S-Klasse Cabriolet, was Mercedes je gebaut hat. Ein Auto mit Charakter, ein Auto mit Gesicht, mit Style, wunderschön. Ich wüsste gar nicht, was die heute für Cabrios bauen. Ich weiß manchmal gar nicht, wo der Unterschied ist bei den Mercedes Cabrios. Ich kann das nicht auseinanderhalten. Aber ein echter 3,5 Liter, der nur 2 Jahre gebaut wurde, den erkennt man sofort. Es gibt da leider sehr, sehr viele Amerikaner, die dann oft so verschlimmbessert sind. Also der Wagen hier ist sensationell. Also ich behaupte mal, von so einem Auto gibt es in der Qualität noch 5 Stück, wenn überhaupt. Und die ganzen Autos, die heute neu renoviert sind mit den neuen Teilen, mit neuem Leder und so, das hat nicht mehr den Charme, das riecht nicht mehr nach Mercedes, ist auch wie der so beieinander ist. So, das ist alles nicht mehr das Gleiche. Original ist Original und neu ist neu, egal wie es ist. Also bei so einem Tag wie heute diese Fahrt zu machen, die ist einfach einmalig schön. Das genieße ich aus vollen Zügen. Freude am Auto. Also Freude am Auto habe ich wirklich und das immer wieder, vor allem wenn man mit solch tollen Fahrzeugen fahren darf. Das ist für mich ein absoluter Hochgenuss. Mein Gott, was gebe ich dafür, so einen Wagen nochmal neu zu kaufen? Was? Wäre doch einmalig, wenn man sich das bestellen könnte. Wäre wirklich einmalig. Tja. Jetzt gucke ich mal zu Paul, jetzt gucke ich mal nach da, könnt ihr mal Paul sehen, sag mal hallo, er macht die super Filme immer, ohne die ich gar nichts wäre. Er dreht auch diesen tollen Film jetzt hier mit mir. Ist immer schwer, ich würde ihn gerne ja mal öfter zeigen, aber das kann ich immer nicht, weil ich die Kamera da nicht führen müsste und das passt irgendwie nicht. Tja, also hier kann man sagen, 3,5 Liter Cabrio wie ein Jahreswagen. Der fährt sich wie ein Jahreswagen. Das Einzige, was ich vorhin gemerkt habe, ist ein leichtes Klappern vorne links. Nehmen wir mal an, da ist eine Spurstange nicht ganz in Ordnung, aber alles andere tipptopp. Also das ist ein Auto hier, wenn man sich ein wunderschönes Cabrio leisten will, dann kauft man sich so einen Wagen und hat den Leben lang. Nur wenn man den weiter so pflegt, wie er bisher gepflegt wurde, verdient man nur noch Geld mit so einem Wagen. Das ist ein schönes Auto, also wirklich. Man merkt doch, wie fest er ist, ne? Total festes Auto, gerade als ob er vom Band gelaufen ist. Und ich weiß gar nicht, wie viel dunkelblau überhaupt gebaut wurden, aber nur ganz, ganz wenige. Die Farbe 904 kam da ja erst auf, ab Ende 69. War ja eine absolut seltene Farbe. Die hat es später auf den Limousinen 300 SEL 3,5 etwas öfter gegeben, aber auf den Cabrios so gut wie gar nicht. Ach herrlich, so eine Landstraße in so einem Auto, was? Mein Sohn ist eben wieder schön mit der Drohne geflogen. Ich glaube, das wären ganz tolle Luftaufnahmen auch von dem Wagen. Weil er hat heute schulfrei nachmittags, haben wir gesagt, komm, machst du einen Film, so ein Auto muss man auch von oben sehen, wie wunderschön der hier durch die Landschaft gleitet. 200 PS, das war damals eine ganze Menge, das ist ja heute nicht mehr so viel.
aber immerhin aus 8 echten Zylindern geschöpft, das spürt man auch. Der hat ein schönes Drehmoment, der Wagen. Und ich meine 200, das schafft er zwar, aber das möchte man ja eigentlich gar nicht fahren mit so einem Auto. Da reichen ja 150, 160, aber das macht er ganz, ganz locker und ganz entspannt. Aber jetzt so 80 oder 100 zu fahren, ist ein totaler Genuss mit dem Wagen. Ein totaler Genuss. Also das ist so ein Tag, heute haben wir am 28. April des Jahres 2022, werde ich nicht vergessen. Also ich glaube, dass ich in meinem Leben so einen schönen 3.5er nicht mehr haben werde. Das denke ich jetzt. Also nicht mehr so einen Originalen auf jeden Fall. Es gibt ja viele tolle restaurierte Autos, aber in der Regel haben die 180, 250.000 gelaufen, ist ja auch klar. Die Autos sind 50 Jahre alt. Aber ich weiß, dass der Wagen immer in der Sammlung war, dass er immer top behütet und gepflegt wurde, weil ich den Besitzer kenne noch. Und das sieht man dem Auto an. Der ist auch nie in der Sonne gewesen. Der muss immer in der dunklen Garage gestanden haben, immer gepflegt, Leder gefettet, da ist nichts zerrissen hier oder so. Also wirklich klasse. Wirklich toll. Ja, da vorne ist jetzt der Simsee, unsere Heimat. Beuerberg liegt ja am Simsee, wie ihr wisst. Das ist gleich der nächste See neben dem Chiemsee. Also wenn ihr solche außergewöhnlichen Autos habt, das ist wirklich was für Cargold. Das ist Cargold-Qualität. Bitte bietet mir das an, auch wenn ihr manchmal meint, da will ich ja viel zu viel für haben. Aber für solche Superautos, die ausgefallen sind, haben wir immer Käufer, die das zu wertschätzen wissen und sagen, das zahle ich trotzdem. Wenn so ein Wagen wirklich klasse ist, und das ist er hier, bietet uns sowas an, das ist Cargold-Qualität. Da habe ich Lust zu, das begeistert mich total. Und ich habe für so tolle Qualität immer Käufer gefunden. Wir betreuen ja über Jahrzehnte schon viele, viele Sammler. Und wir wissen genau, wem wir sowas dann gleich anbieten können. Das ist auch in dem Fall der Fall. Auto werden wir sicherlich nicht lange haben. Es gibt ja bei uns mitunter mal, wenn die Filme dann fertig sind, da haben wir das Auto schon verkauft. Das geht manchmal schneller. Aber das hier ist wirklich ein absolutes Highlight. Also 3,5 Liter. Ich habe eine Pagode in so einem Zustand verkauft, auch für viel, viel Geld. Auto ist sofort weitergegangen. Der hat das heute noch, gibt das auch nicht mehr ab. Weil wer das mal erkannt hat, was er Besonderes hat, das kann man ja nirgends für Geld kaufen. Ah, und er fährt auch schön, ne? Er fährt sich ja schon wie ein modernes Auto, weil er diese tollen 8 Zylinder hat. Der schiebt schön an. Ein Auto, was wirklich genügend Kraft hat, wo auch Platz drin ist. Ihr habt ja hinten diesen riesigen Kofferraum bei dem Auto. Das ist wirklich ein tolles Auto. Ganz entspannt eben hier den Berg gemacht. Ja, herrlich. Ja, eine wunderschöne Frühlingsausfahrt geht zu Ende. Ich hoffe, ihr habt wieder Freude gehabt ein bisschen mit mir. Wir versuchen euch immer besondere Autos zu zeigen. Also das war hier mit Sicherheit ein besonderes Auto. Ein originales 3,5 Liter Cabrio aus Deutschland mit 70.000 Kilometern nur. Ohne Unfall, ohne Kratzer, ohne kaputtes Leder. Überwiegend im ersten Lack, einmalig. Ja, um die Ecke kommt Beuerberg, wo wir immer so unsere 70 bis 80 Autos stehen haben. Da wohne ich ja auch, wie ihr wisst. Hier vorne der schöne alte 500 Jahre alte Hof. Möchte mich jetzt von euch verabschieden. Jetzt muss ich mal gucken, ob da die ganzen Autos noch alle stehen. Nee, da steht, was ist das denn? Ein Cabrio? Ja, die stehen alle noch da. Da kann ich da nicht rein. Jetzt müssen wir mal in die untere Auffahrt. Wir haben vorhin einen ganzen Laster voller Autos bekommen. Müssen wir mal hier reinfahren. Da stehen unsere ganzen Autos. Die müssen natürlich jetzt alle noch durch den Service. Maserati 400 GT und ich weiß nicht was alles. Ferraris sind gekommen. Ja, darf mich von euch verabschieden. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon, bei dem Wetter machen wir jetzt jeden Tag einen Film. Bis morgen also. Euer Stefan Luftschütz und ciao.